Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing von mir. Und zwar darf ich euch Produkte zeigen von der Firma Outdoor Tide. Und zwar haben die im Moment eine besondere Aktion. Und zwar den Spring Sale, genau, den Frühlingsanfangsverkauf sozusagen, eine Special-Aktion. Und zwar ist das Besondere daran, also erstmal geht das noch über 3 Wochen. Ende ist der, jetzt muss ich gerade gucken, 1, 2, 3, 4, irgendwie so 10., 11., 12. April ungefähr. Das schreibe ich euch aber nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Dann seht ihr das nochmal genau. Und der Hammer ist wirklich, also die bieten sehr viele Bilder für 0,99 Dollar an. Also das sind umgerechnet in Euro heute ungefähr 90 Cent pro Bild. Es sind nicht nur Diamond Paintings, sondern auch Kreuzstiche dabei. Ich blende euch hier mal so ein bisschen ein, was die da im Moment so anbieten. Also ich sehe hier gerade diesen Coffee Gnome, 11 Count Cross-Stitch für ja, 90 Cent, ne? Umgerechnet. Diamond Paintings 30 mal 30, da werde ich euch auch gleich einen zeigen. 90 Cent. Und das ist der Hammer. Also das finde ich ein mega Angebot. Habe ich so jetzt auch bei den anderen Shops noch nicht gesehen. Tatsächlich. Und ihr könnt meinen Rabattcode auch immer anwenden. Noch dazu mit Rena5 off. Wenn ihr den Code dann im Warenkorb eingebt, spart ihr nochmal 5%. Und es ist so, wenn ihr auf 59 Dollar kommt, kriegt ihr noch eine Blindbox, also eine Überraschungsbox umsonst. Entweder Cross-Stitch oder Diamond Painting. Könnt ihr euch dann auswählen. Und das ist ein mega Angebot. Also ich bin echt am Überlegen, ob ich da nicht auch nochmal bestelle. Weil 90 Cent, also ja, ne, günstiger geht's ja gar nicht. Wenn ihr dann noch über den Betrag bekommt, wo ihr dann keine Versandkosten zahlt oder so, und dann ist das ja noch besser, ne? Also kann man richtig doll sparen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch jetzt, was ich mir ausgesucht habe, um das euch zu zeigen. Lieferung bei Outdoor Tide geht eigentlich auch recht zügig, ne? Zwischen 10 und 14 Tagen. Das ist hier dieses 90 Cent Bild. Da habe ich jetzt wohl gerade in die Verpackung geschnitten. (30 mal 30), wie ihr hier seht. Standard Toolkit. Steine. Und wir haben den Stitch. Ein Stitch mit Krone. Genau, wir haben hier 19 Farben, 30 mal 30, 90 Cent oder 0,99 Dollar. Sind dann Dollar-Cent, oder? 99 Dollar-Cent. Genau. Ich finde, der kommt eigentlich ganz gut raus. Man muss dann mal gucken, weil das ja auch wieder KI-Bild ist, wie das hier oben ist mit den Öhrchen. Ne? Muss man dann einfach sehen, wie es nachher gepainted aussieht. Mir haben die Farben sehr gut gefallen. Ein Stitch habe ich auch noch gar nicht. Ein Stitch-ähnlicher Stitch. Ist ja kein Original. Genau. Das ist das. Hier haben wir die Steine. Ich mache sie einmal kurz auf. Wie gesagt, 19 Farben. Kontrolliert am besten auch immer gleich eure Farben, ob die Menge passt. So runde Steine. Die üblichen Verdächtigen bei dem Tierchen.
rosa, lila in allen Variationen. So ein Mintgrün, finde ich schön. Oder Mint-Türkis. Blau, braun, schwarz. Genau, hier so ein Dings da. Ja, so braun. Bordeaux, die Farbe mag ich auch. Die kommt hier in den Hintergrund. Genau hier überall, wo dies Türkise dann ist. Ne? Bei euch sieht das eher, durch die Kamera sieht das total blau aus, dabei ist das grün. Ja, das kommt jetzt durch die Farbe. Also dies hier ist ein Grün. Genau, und dies hier ist auch kein Gelb, sondern das sind hier so Brauntöne. Ist sehr spannend. Also irgendwie muss ich mal gucken bei meiner Kamera, dass da ein anderer Filter reinkommt. Weil so ist das ja gar nicht richtig. Wie gesagt, 19 Farben, 90 Cent ungefähr, je nach Wechselkurs, ne, wie der gerade ist. Mega. Mega, kann ich da einfach nur sagen. Und für ein kleines Bild zwischendurch geht das immer. Genau, das ist das. Nächstes Bild. So, dann durfte ich mir noch mal 2 andere Sachen aussuchen. Die sind nicht aus dieser 90-Cent-Aktion. Die sind allgemein aus dem Sortiment. Und wir haben das ja des Drachen. Ich weiß auch nicht. Nicht jeder Drache gefällt mir, aber hier das Teilbild hat mich total angesprochen. Wir haben wieder ein Standard-Toolkit. Und wir haben Strasssteine und Sondersteine. Die gucken wir uns gleich nochmal an. Und das ist der Drache. Viele Sondersteine. Wir haben 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Farben. Und mir gefiel er ganz gut. Genau, 30 mal 30. Ich habe hier unten schon so ein Band liegen. Wir können mal eben bei dem Stitch-Bild nochmal gucken, ob das auch 30, das sind wahrscheinlich 25 mal 25, 23. 23 mal, ja, knapp 23. Sogar noch mehr als 5 cm ist die, aber das ist das 30 hier? Das sind auch keine 3, doch 30. Ja. Bei Teilbildern finde ich das jetzt auch nicht so wild. Da spielt für mich tatsächlich auch die Größe in dem Sinne überhaupt keine Rolle. Ich weiß sowieso, dass dies hier dann die Leinwandgröße ist und nicht die bepaintbare Fläche. Hier habe ich sowieso ein Teilbild, da spielt das eh keine Rolle. Ja, das war Nummer 2. Ach ja, die Steinchen wollen wir uns noch mal eben kurz angucken. Oh, das ist schön. Das habe ich auch noch nicht gehabt als Sonderstein. Und zwar nicht einfach nur so runde oder ein Stern oder so. Oh, hier haben wir sogar einen Megastein. Wo kommt der denn rein? F. Ah, okay. Ja, hier, ne? Da. Und hier, genau, 2 Stück. Passen genau da rein. Also da ist es abgezählt, sonst sind die ja nicht wirklich abgezählt. Also Bildnummer steht hier auch drauf, das heißt, ihr könnt die Steine auch separat wegsortieren. Genau, was haben wir an Sondersteine? Und jetzt guckt euch hier die Blüten an. Das habe ich auch noch nicht gehabt, dass ich eine Blüte als Sonderstein habe. Das finde ich ja mega hübsch. Die hatte ich neulich auch schon mal, diese ganz goldene. Genau, dann haben wir hier nochmal Strass. Ordentlich Strasssteine, ne? Und hier haben wir einen AB-Stein, einen gelben AB-Stein. Okay. Also durch die Kamera sieht das eher aus wie Zitronengelb, aber es ist ein dunkelgelb. Ein dunkelgelben AB. Aber hier die Rosen, was sagt ihr? Habt ihr schon mal so eine Sondersteine gehabt? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wahnsinn. Das finde ich cool. Das denke ich, das werde ich auch zuerst anfangen.
Ich habe es im Moment irgendwie mit Teilbildern. Die gehen halt ein bisschen schneller, ne? Deswegen hat man dann auch schneller ein Ergebnis. So, und dann habe ich jetzt noch eigentlich habe ich noch was. Ja, hier ist es schon aus der Verpackung gekommen. Genau. So, dann habe ich hier noch etwas. Und zwar ist das ein Keramik-Cutter. So einen habe ich auch schon, aber in weiß ist meiner. Und zwar hat der hier, ne, die Keramikspitze. Und hiermit kann man halt ein bisschen sicherer seine Bilder einteilen. Also hier, wenn man dann hier in die Folie schneidet, ist die Gefahr geringer, dass die Leinwand zu zerschneiden, als wenn ich mit so einem Chirurgenmesser, hätte ich beinahe gesagt, mit diesem Skalpellmesser die Folie einschneide. Und ich habe das Gefühl, bei meinem anderen, der wird schon langsam ein bisschen stumpf. Deswegen habe ich gedacht, muss mal ein neuer her. Genau. Den gibt es in verschiedenen Farben, in Blau noch, in Hellblau noch und in Weiß. Genau. So. Das war's dann auch schon. Wie gesagt, ich lasse eben noch mal ein bisschen durchlaufen, was die da für diese 99 Dollar-Cent Angebote haben. Schaut ruhig mal rein. Schreibt mir mal, ob ihr da auch bestellen werdet oder habt ihr vielleicht auch schon bei Outdoor Tide bestellt. Also ich bin zufrieden mit Outdoor Tide. Ich kann die Firma wirklich nur empfehlen. Okay, in diesem Sinne, wenn ihr wissen wollt, wie das später gepainted aussieht, mit diesen Strass und mit diesen tollen Rosenblütensteinchen, dann folgt mir gerne auf Instagram. In der Videobeschreibung habe ich meinen Kanal verlinkt. Könnt ihr mir dort gern ein Follow geben. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich neue Updates poste. In diesem Sinne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, aktiviert die Glocke hier unten. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es ein neues Unboxing gibt. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, Nachmittag. Bis dann, Happy Diamond Painting!